So, liebe Leute, ich bin heute auch mal wieder im Selfie-Modus unterwegs und zwar bin ich in Amsterdam. Genau, meine Anreise mit dem C63R war sehr abenteuerreich, denn ich bin mit meinem Navigationssystem oder Waze bin ich einmal komplett durch Amsterdam geführt worden, am Kanal vorbei. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft, ich habe noch nie in meinem Leben so oft draufgesetzt, das sind nett die Mädels da hinten, ne? Noch nie in meinem Leben so oft draufgesetzt wie heute. Aber gut, das ist nicht das Thema. Thema ist VW. Denn warum bin ich hier? Ich hoffe, man hört mich gut. Ich bin auf einer Weltpremiere und zwar eines kleinen neuen, ja, darf man sagen, Mini-SUVs, ich weiß es nicht, aber oh, übrigens, Cara Delevingne war gerade auch hier. Schade, dass die, naja gut, anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich hier auf der Präsentation des T-Cross. Genau, T-Cross ist ein Mini-SUV, quasi ein höher gelegter Polo, würde ich jetzt mal sagen. Und ich schaue es mir gerade an, gibt es die verschiedenen Variationen, einmal mit Airline, einmal ohne Airline. Hier steht einer mit Airline und jetzt zeige ich euch jetzt mal. Gibt es als Benziner, gibt es als Diesel, von 90 bis 150 PS. Beim Benziner gibt es noch eine 115 PS Variante. Hat ein paar sehr interessante Features, das Auto. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ding jetzt mal an und wie das aussieht, ist so. Da ist er, der neue T-Cross, ja, als Airline. Ich finde, muss auch Airline sein. Ja? Ich zeige euch aber gleich noch eine richtig geile Farbe. Wir sehen, direktionale Räder sind drauf, ja. Wobei, ja, direktional, aber halt nicht direktional. So, weiter geht's. Also, man kann die Rücksitzbank verstellen. Das finde ich ein sehr cooles Feature. Natürlich von innen, voll digitales Cockpit, jede Menge Media, Reporter, alles am Start. Ich finde die Rückleuchten ganz geil, ja, muss man sagen, dass es übergeht. Das erinnert mich so ein bisschen an, ja, darf man sagen, Quattro, würde ich jetzt mal nicht so behaupten, aber ich muss sagen, es ist ein cooles Auto. Ich kann mir den vorstellen, mit 20 Zoll ein bisschen Platz gemacht, sieht ja gut aus, aber richtig gut fand ich eigentlich, den ich euch jetzt zeige, ist eigentlich das gleiche Auto. Aber was geil ist, man kann mal sehen, was für einen Unterschied Farben machen. Ich nehme meine Haare aus, ein bisschen hier, so. Jetzt werde ich angegrinst. Das, ja, der Stritze Stuck war am Start. So, ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, bis der erste Anstrom vorbei war, denn ja, es war, man kam an die Autos eigentlich gar nicht mehr dran und deswegen, momentan wird es so ein bisschen leer und ich zeige euch die Autos mal. Vor allem zeige ich euch mal den, der mir am besten gefällt. Ne? Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht mal innen reinschauen können für euch. Das ist ein spontanes Video heute, denn ich wurde eingeladen, um mir die Präsentation des T-Cross mal anzuschauen und ich denke, komm, weißt du was, nimmst du die Legra mit und machst ein Video. Oh, ja, da wird gerade hier, pass auf, ich zeige euch mal was hier. Moment. So. Mal weiter. Aha. Das ist ein Werbespot, der hier gedreht wird gerade. Ja, macht die ganz gut, die Dame. Ja, so. Aber wir sind ja nicht wegen den Mädels hier, sondern wir sind wegen dem T-Cross hier. Und das ist eigentlich die Farbe, die ich so geil fand. Guckt euch das mal an. Moment. So, das ist nämlich so ein Aquamarin-Blau, Blue Water Metallic. Aber da der gerade busy ist, schauen wir uns einfach mal diese Kiste hier an. So, die spielen sehr, sehr viel mit Farben, kann man sehen. Ja? Gucken wir hier rein. So. Also, normalerweise passt eigentlich innen das Ambiente oftmals zur Außenfarbe. Ich finde die Farbe geil und wir setzen uns mal rein. Ich muss mein Handy mal eben in die Tasche tun. So sieht das Ganze aus. Ja, ihr könnt sehen, dass natürlich auch die Tachos alle in Richtung digital gehen heutzutage. Ne? Finde ich aber auch geil. Eine Analog-Anzeige würde ich nicht schlecht finden, zum Beispiel vielleicht in der Mitte. Oh, da macht jemand die Tür zu. Moment, kein Problem, kannst du ein Bild machen. Zack. Ganz netter Typ hier, hatte mich ganz nett gefragt, kann ich mal Tür zu machen. Handschalter natürlich, ne? Gibt es auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch eine DSG-Version gibt, müsste ich mal nachschauen, aber das ist jetzt zum Beispiel Handschalter. Das haben wir auch gerade bewiesen bekommen von, wie gesagt, Cara Delevingne. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, blenden wir mal kurz ein. Sie hat nämlich das Auto gerade vorgestellt und ist dann hier vom Platz gefahren und ja, hat das wirklich, ich würde sagen, 3-4 Mal abgesoffen, fand ich sehr lustig. Aber charmant, also lustig auf eine charmante Art und Weise, also nicht ins Lachhafte gezogen, weil sie hat da wirklich einen Spaß draus gemacht. So sieht er aus. Was ich interessant finde, ist, wie gesagt, die verstellbare Rücksitzbank. Ich finde, bei so Crossover-Autos und bei SUVs und Mini-SUVs sollte die Rücksitzbank auch verstellbar sein. Das geht bei dem hier. Wir gucken uns noch mal
den Star der Show hier an. Und zwar ist das Ding hier. So. Die Farbe finde ich absolut bombastisch. Ja, lach mal, genau. Okay, hier haben wir zum Beispiel alle mit Kameras. Ich muss sagen, alle Sprachen. Ich höre hier Spanisch, Brasilianisch, ich höre Englisch, ich höre Russisch. Ich habe alles an Sprachen gehört. Und ja, hier kann man es mal sehen. Er erzählt auch, guckt, was hier los ist. Ja. Und ihr wisst normal, was ist das ja eigentlich nicht mein Segment. Ihr wisst normalerweise Supersportwagen. Mein neues Spielzeug kennt ihr ja auch schon. Aber ich finde, das sieht wirklich gut aus. Echt, ich könnte mir das ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, 20 Zoll drauf, bisschen tiefer und einen vernünftigen Motor rein und dann funktioniert das Ganze auch. Aber ich glaube, der wird gut einschlagen im Markt. Denke ich wirklich. Ich finde, die haben auch diese neue VW-Optik von vorne. Ja? Dieses bisschen eckige, bisschen kantige. Ich laufe hier kurz durchs Bild, weil er ist eher am Fokussieren ist. Das bisschen eckige, bisschen kantige finde ich ganz gut. Das ist auch schon beim T-Roc so. Das ist beim neuen Touareg so. Und ich finde, beim Amarok haben sie es auch angefangen, mal anzudeuten. Ne? So. Da kann man mal sehen. Unterschied Normal und Airline, ja, das ist mal normaler, hier ist es mal Airline, schau ich das an. Ich finde dieses Spektakel immer sehr interessant, ne? Weil jeder läuft mit der Kamera rum, jeder macht hier Reportage und es ist im Endeffekt, dürft ihr nicht vergessen, ist das eine Weltpremiere und ich zeige euch mal ein paar andere Sachen, was man so aussuchen kann, wenn man das Auto bestellt. So, wir gehen mal weiter. Interessanterweise habe ich eine ganz stressige Woche momentan. Ich war nämlich erstmal Montag Frankfurt, dann war ich Dienstag und Mittwoch in Stuttgart, da habe ich gedreht, aber nicht für meinen YouTube-Kanal. Mehr verrate ich noch nicht, also es ist nicht für meinen Kanal, sondern es ist für was anderes. Und die Welt des Lieben und die Welt des Feiern und es wird euch auf jeden Fall sehr geil gefallen. Und dann bin ich heute in Amsterdam, normalerweise mit Übernachtung, schaffe ich aber nicht, sondern mache also heute Abend keine Party hier, sondern muss nämlich heute Nacht nach Wien fahren auf die Custom Wheels Vienna, wo wir mit unserem RS4 stehen und mit unserem Macan Turbo S. So. Weiter geht's. Genau, das wollte ich machen. Also hier steht nochmal ein T-Cross mit Airline, aber ach, komme ich da durch? Guck mal, was hier los ist. Das ist eine richtige Party geht hier ab. Eine richtige Party. Ja, so. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist folgendes. Ich gucke, ob ich hier durchkomme. Ach, guck mal hier. Was ist hier los? Weißt du, was da ist? Oh mein Gott, das ist alles geil. Ich habe gerade Schokolade gesehen. Ich habe gerade Adeline gesehen. Habt ihr auch einen Link eingeladen? Ich bin so neidisch. Wo ist die? Nein, die sitzt hier vorne. Okay, ich muss wegschauen. So, weiter geht's. Ach du Heilige. Ja, gehen wir mal hier lang. Die Mädels sind ganz nett. Hallo. So, hier geht's zur Bar. Ist auch verkehrt. Moment. So, alle die essen hier, guckt euch das an. Macaron, alles vom Feinsten. Aber ich bin ja nicht zum Essen hier, sondern ich bin hier, um euch Content zu bringen, wenn ihr mich überhaupt hören könnt. Weil wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Farben an und unter anderem auch die Interieurtrims. Moment, wir drehen das Ganze mal um. So, also, hier kann man zum Beispiel ein bisschen aussuchen, was man für Sitze haben will. Ja? Also mein Favorit wäre jetzt hier tatsächlich, ja, ich glaube, das finde ich jetzt gut im Alpha. Ja, oder? Ja, hier sind coole Sachen hier. Ja, das finde ich ganz gut, hier ist ganz Design Packages. Ja, mehr, thank you. Design Packages, ich finde das mit den Farben ganz gut abgesetzt, der finde ich ganz cool. Ja, was haben wir hier noch? Und dann natürlich die Exterieurfarben. Also mein Favorit wird dieses Makina Turquoise oder Türkis. Ich spreche so ein bisschen Französisch mit einem französischen Dialekt. Und Energetic Orange. Das erinnert mich so ein bisschen an McLaren. Nee, Moment. Es gibt nämlich noch ein anderes Orange von McLaren. Das ist so ähnlich. Da sieht man nämlich diese feinen Partikelchen. Sag schon, Metallic-Partikelchen. Genau, hier ist schwarz, rot, grau. Dark Petrol. Da erinnert mich diese Farbe, erinnert mich auch, mein Vater hatte mal einen 126er 300 SE Mercedes im Petrolgrün Metallic als 5-Gang-Handschalter. Und er hatte so eine ähnliche Farbe. Komm, wir gehen mal weiter. Noch ein Problem. Komm, wir gehen weiter. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an, was es für Räder gibt. So, also das sind so die Räder, die Fake-Varianten. Hier mit passender Farbe natürlich dazu, aber das sind so die Airline-Räder. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass sie wirklich links, rechts
aber bei Gussrädern ist das normalerweise so, dass es halt nicht links-rechts ist. Hier haben wir nochmal das Interieur, da kann man sich ein bisschen genauer anschauen. Ne? So, und so habe ich euch hoffentlich einen klitzekleinen Eindruck gegeben. Wie gesagt, ich will keine riesen Dokumentation draus machen oder sonstiges, es war ein wirklich spontanes Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist der neue T-Cross.